Morgen wünsche ich Ihnen. Zu Gast ist bei mir der Bildhauer Stephen Lawson. Schönen guten Morgen. Zurzeit haben Sie gerade eine Ausstellung hier in Hamburg laufen. Wo ist die? Das ist an der Musikhalle. Was kann man da genau sehen? Man sieht dort eine Auswahl von meinen Skulpturen. 10 Skulpturen sind das in Marmor und Granit. Und das hauptsächliche Thema ist schon die Kreativität und Kultur von der Menschheit. So. Und ich stelle immer Menschen dar, wie hier sind 2 Beispiele, die ich jetzt aus der Ausstellung rausgenommen habe. Das stellt eine Art Gebet dar, vielleicht Morgengebet oder so. Und das ist, viele haben auch gar keinen Titel, es sind einfach Menschen in einer Pose oder in einer Geste. Stein ist ein ganz eigenwilliges Material, glaube ich. Also wenn man sich da braucht man ja nicht nur ein bisschen Geschick, sondern man muss auch kräftig sein. Ne? Wieso sind Sie zum Stein gekommen? Also Ausdauer ist wichtig, Kraft auch, aber ich bin zum Stein gekommen in meiner Schulzeit, im Abiturjahr war ich im Urlaub und ich habe vorher schon sehr viel gemalt und gezeichnet und habe dann im Urlaub so eine weiche Art von Stein gefunden und den habe ich halt mit dem Messer geschnitzt und habe dann so gemerkt, dass das Plastische mir halt auch liegt. Und bin dann nach Hause gekommen, so mit dem Vorsatz zu versuchen, irgendwie da mehr zu machen. Und habe dann gemerkt, dass es an den Hochschulen, Kunsthochschulen gar nicht so ideal ist, wenn man was mit Steinen lernen will, weil es wenig Leute gibt, die das Handwerk können. Ja, da muss man erstmal in eine ganz andere Richtung gehen. Ne? Ja, kommt drauf an, was man will. Man kann schon an der Hochschule auch mit Steinen lernen, aber es sind nicht unbedingt die Möglichkeiten da, um wirklich handwerklich was zu lernen. Das haben Sie auf einem anderen Weg gemacht? Ja, ich habe halt eine Lehrstelle gesucht und auch gefunden. In Berlin war ich dann für 3 Jahre, habe eine ganz normale Steinmetzlehre gemacht bei einem Grabsteinmetzen. Auch mit dem Wissen, dass ich erstmal nichts weiter lerne, als Steine zu bearbeiten. Aber das ist ja wohl auch die Grundlage dafür. Also wenn man sich das mal anguckt, jetzt rein vom Technischen her, ist das ja ziemlich filigran, das was Sie da machen an dem Stein. Ja. Also die Hauptarbeit ist natürlich das Grobe. Oder vielleicht sind es 50% so vom Aufwand her, aber von der Zeit, die Dauer, die man reinsteckt, ist die grobe Arbeit eigentlich am meisten. Und bis man ins Feine kommt, sind so dann die letzten Tage, so, das ist dann ja nochmal was Spezielles. Da sagt man dann oft den Steinmetzen, ja, die sind zu grob und so, haben nicht das Feine drauf, aber man lernt es halt alles nur, die Geduld, dann wirklich so ein Gesicht oder so ein Ausdruck, so ein Lächeln oder so auszuarbeiten. Das muss man dann auch haben. Ist das so, dass wenn man da eine falsche Bewegung macht, irgendwie mal, dass man das ganze Ding zerstören kann? Ganz so ist es nicht. Nee? Nee. Weil das habe ich gedacht. Wie entsteht denn so eine Skulptur? Entsteht sie erst im Kopf und dann suchen Sie den Stein aus? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, es gibt verschiedene Arbeitsmethoden, die halt verschiedene Bildhauer anwenden. Und je nach Stein oder je nach Auftrag oder je nach Idee sieht das anders aus. Und bei mir sieht es hauptsächlich so aus, dass ich ein großes Steindepot habe, viele Steine, die dort rumliegen. Ich versuche auch Steine zu nehmen, die eine recht, keine symmetrische, gesägte Form haben. Und dann wirken die Steine einfach auf mich. Ich habe dann erstmal diesen Stein vor mir und beschäftige mich damit und sehe den Stein immer wieder, drehe mich um und ich arbeite an vielen Sachen gleichzeitig. Und so habe ich halt die Möglichkeit, das so zu speichern und die ganze Form erstmal wahrzunehmen. Und mein Ziel ist es eigentlich, so wenig wie möglich am Stein zu verändern. Und trotzdem so viel wie möglich rauszuholen. Also die eigentliche Form zu lassen. Das sind 2 sehr gute Beispiele dafür. Das sind auch 2 meiner letzten Arbeiten. Das ist ein Stein, den eine Freundin aus Italien mitgebracht hat, aus Carrara. Den hat sie aus dem Flussbett rausgeholt und der ist halt insofern sehr schön und außergewöhnlich, weil er vollkommen geformt ist vom Fluss. Also der ist halt so gebrochen und so und dann über die Jahre halt glatt gewaschen. Und diesen Stein zu bearbeiten war halt auch so eine Herausforderung, so die Form zu lassen und trotzdem was Eigenes rauszuholen. Diese Ausstellung, wie lange kann man sich die noch anschauen? Bis zum 17. Dezember auf jeden Fall noch. Und das Ganze ist in der Musikhalle und zwar im Foyer? Ja, im ganzen Treppenhausbereich sind, wenn man raufgeht, im vorderen Teil sind es halt 7 und dann nochmal oben in der Bistro, in dem großen Saal, wo die Brahms-Skulptur ist. Gut. Da sind nochmal 3 Skulpturen. Dankeschön, dass Sie heute Morgen bei uns waren. Bitte schön.